Am dritten Tag haben wir realisiert, dass unser Originalplan nicht funktionieren wird. Es geht um kurze Flüge, einen neuen Plan und noch ein bisschen Windsystemanalyse. Das ist die dritte Folge vom Biwakfliegen mit dem Benz. Wenn du die erste und zweite Folge noch nicht gesehen hast, würde ich dir empfehlen, das noch nachzuholen. Ich tue dir hier eine Playlist verlinken. Falls du das nicht machen willst, es gibt nachher noch eine ultra kurze Zusammenfassung. In dieser etwas spezielleren Folge schauen wir zuerst mal, was an diesem Tag eigentlich alles passiert ist. Das ist aber relativ schnell erledigt. Als zweites zeige ich euch den neuen Plan, den wir uns an diesem Tag überlegt haben. Und als drittes schauen wir dann noch ein bisschen das Windsystem vom Bintao an. Wir sind ja bei den Toplandungen von unseren ersten beiden Flügen von der Windsituation beide mal ein bisschen überrascht worden. Im Nachhinein hat mir das aber komplett eingeleuchtet und wegen dem wollte ich euch das schnell zeigen. Also mal noch ganz schnell, was ist bis jetzt passiert. An den ersten beiden Tagen haben wir jetzt schon ziemlich viel erlebt. Am ersten Tag bin ich zuerst gerade mal komplett abgesoffen. Es hat alles einfach nur noch doof ausgesehen. Wir haben da ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten gehabt, was dazu hat geführt, dass wir Dummheiten gemacht haben. Ja, ich bin schon wieder in der Gondel. Aber am Schluss ist es gleich einfach noch zu einem perfekten Erlebnis geworden. Hey, hure geil! Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn. Da haben wir unser Zeltchen aufgestellt. Und am zweiten Tag haben wir einen hammermässigen Panoramaflug machen. Allerdings ist unser eigentlicher Plan, in den Osten zu fliegen, einfach überhaupt nicht aufgegangen. Wegen dem sind wir jetzt immer noch im Wallis und zwar im Moment gerade auf dem Eckerhof. Jetzt haben wir eigentlich nur noch möglichst schnell unseren Abgleiter auf 4 Schwellen machen, weil wir überhaupt kein Wasser mehr hatten und hätten gerne mal wieder die Vorzüge von einem zivilisierten WC genutzt. Von dem her haben wir uns jetzt deutlich früher als am Vortag schon parat gemacht zum Starten. An diesem Hang haben wir uns also parat gemacht und unsere Schirme ausgelegt. Und in diese Richtung um die Ecke haben wir dann starten. Jetzt sind ja meine Powerbanks und Akkus von den GoPros komplett leer gewesen, von dem her können wir den Flug jetzt nur im Ogoy anschauen. Unser Plan war ja jetzt, einfach über zu queren und dann zu 4 auf dem offiziellen Landeplatz zu landen. Weil wir noch mal eine Stunde früher waren als am Vortag, haben wir jetzt das mal wirklich nicht damit gerechnet, dass wir dort wieder aufdrehen können. Umso verblüffter sind wir dann gewesen, wo es dann einfach ist gestiegen. Aber jetzt einfach auf Strecke zu gehen, ist natürlich keine Option gewesen. Wir haben ja zuerst mal Wasser gebraucht. Von dem her haben wir jetzt einfach mal top landen. Jetzt sind wir da wieder zuerst am Startplatz. Heute Morgen war die Stimmung ein bisschen im Keller, weil ich nicht filmen konnte. Wir sind da hinten dem Bergli da ungefähr gestartet. Hohen Südwind gehabt. Aber das ist dann erstaunlich gut gegangen. Dann haben wir die unten anhängen, jetzt auf den Startplatz auf. Jetzt können wir hier Wasser füllen und noch unsere grossen Geschäfte erledigen. Dringend nötig. Und dann wollen wir aber wahrscheinlich nicht mehr gross im Wallis fliegen. Mal schauen, wir sind also unschlüssig, wie es jetzt weitergeht. Akku habe ich nämlich auch gar keinen mehr. Ja, filmen kann ich nicht mehr, bis auf weiteres. Ausser so kleine Zwischensequenzen hier. Mal schauen. Wir haben uns dann noch in aller Ruhe mit dem Gaskocher auf dem Startplatz Porridge gemacht. Und wenn wir wirklich recht müde waren, haben wir uns einfach Zeit genommen, obwohl es thermisch ja längstens schon gelaufen wäre. Am 12:30 sind wir dann gleich noch gestartet, mit dem Plan, einfach ein gemütliches Flügel zu machen und dann im Talgrund zu landen, idealerweise in der Nähe von Brig. Jetzt sieht man aber da, es war irgendwie gar nicht so einfach gewesen, dort überhaupt raufzukommen. Das Problem war aber nicht irgendwie, dass die Thermik recht schwach war, sondern es war einfach hure turbulent und verrissen gewesen. Das ist jetzt genau der Grund, warum man sagt, man soll im Wallis hoch fliegen. Später im Tag wird es dort unten einfach nur turbulenter. Aber ganz ehrlich, wir haben es in diesem Zustand auch wirklich eigentlich nicht mehr verleiden. Wegen dem sind wir uns zu Bewalte auch relativ schnell mal einig gewesen, nein, das brauchen wir jetzt einfach nicht mehr. Das lustige Steigen hier, die Mitte war dann schön ruhig gewesen, das haben wir einfach zum Spass noch ein bisschen gedreht, sind aber dann gleich relativ schnell einfach landen. Jetzt noch auf Brig zu fliegen wäre einfach nur noch ein Durchbeissen gewesen, das wir einfach gerade nicht gebraucht haben. Und diesen Weg haben wir am Landeplatz sogar noch ein Landebier bekommen. Also, das Wallis hat uns jetzt wirklich einfach komplett durchgeschüttelt. Wir haben langsam so keinen Bock mehr auf die hohen Turbulenzen. Außerdem haben wir jetzt in den letzten 2,5 Tagen so viele Eindrücke gesammelt, so viel gesehen und erlebt. Wir haben wirklich einfach mal eine Pause nötig gehabt. Wegen dem sind wir dann ein bisschen oberhalb von Brig auf einem Campingplatz und haben es uns einfach mal ein bisschen gut gehen. Benz, seine Freundin, ist eben dann zufälligerweise mit dem Büssli auf dem Campingplatz gewesen. Und so sind wir dort auch gerade noch sensationell verpflegt worden, zum Beispiel mit selber gemachten Cupcakes.
Also, jetzt zu unserem Plan. Jetzt haben wir ja immer probiert, Richtung Osten zu fliegen und das ist eigentlich der erste Gedanke, wenn wir es fliegerisch nicht schaffen, dann nehmen wir halt den Zug und fahren halt mit dem ein bisschen Richtung Osten. Das Problem ist nur, auch wenn wir ein bisschen weiter östlich sind, jetzt immer noch der Nordwind, der uns die Turbulenzen verursacht, die wir ja genau nicht mehr wollen. Jetzt haben wir ja Wind aus nordwestlicher Richtung. Wenn der schwach ist, dann wird er vom Alpenhauptkamm einfach abblockt und dann ist uns der im Wallis eigentlich ziemlich egal. Jetzt ist er einfach dummerweise ein bisschen stärker gewesen und das macht im Wallis einfach die Thermiken noch turbulenter und es generiert potenziell gefährliche Nordwindausflüsse bei allen Passübergängen. Und irgendwie ist das alles doch einfach ein bisschen scheisse, oder? Jetzt haben wir uns gedacht, warum gehen wir jetzt nicht einfach ins Luft fliegen? Für die westlichen Voralpen haben jetzt die Thermikprognosen zwar nicht super, aber ganz okay ausgesehen. Und der starke Wind ist ja in dem Moment tendenziell zu unserem Vorteil. Wir haben jetzt noch 3 Tage vorher auf unserem Bivakflugabenteuer und haben uns gedacht, es müsste eigentlich möglich sein, in dieser Zeit vom Genfersee ins Berner Oberland raufzukommen. Jetzt gibt es da am Genfersee so einen Startplatz namens Les Pléiades. Wir haben beide schon viel von dem gehört, sind aber noch nie dort gewesen. Unser Plan war jetzt also, am nächsten Tag mit dem Zug auf Les Pléiades zu fahren und von dort dann irgendwie den Voralpen an den Thunersee zu kommen. Wir haben auf der Karte gesehen, dass es dort relativ viele Hügel gibt, wo man top landen oder auch easy rauflaufen. Und auch an frisches Wasser zu kommen, wäre dort auch weniger ein Problem als im Wallis. Hey geil, wir haben einen neuen Plan. Jetzt habe ich ja noch versprochen, auf die Windsituation rund um das Bindtal ein bisschen näher einzugehen. Okay, schauen wir das mal an. Hier ist Fiesch und dort ist das Breithorn und das Eckerhorn, wo wir die letzten 2 Nächte drauf verbracht haben. Was wir jetzt erwartet hätten, wäre, dass wir vom Haupttal vom Wallis her entweder Talwind oder Bergwind hätten gehabt. Tatsächlich ist der Wind aber quer zum Wallis gestanden. Also eigentlich wie ein Talwind vom Bindtal, nur dass die Berge sind komplett überspült davon. Okay. Wenn wir uns jetzt die Sache mal auf der Karte ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, dass es dort hinten recht hohe Berge mit grossen Westflanken hat. Die Westflanken generieren jetzt natürlich am Abend sehr viel Thermik. Im Querschnitt würde die Sache jetzt ungefähr so aussehen. Wenn jetzt die Westflanken von den hohen Bergen am Abend Haufen Thermik generieren, dann zieht das ja von irgendwo Luft nach und das tut dann wie bei einem alpinen Pumpen die vorderen, tieferen Berge komplett überspülen. Als ich das begriffen habe, ist mir irgendwie einiges klar geworden. Wie zum Beispiel auch, warum das Eckerhorn so scheisse ist zum Toplanden. Weil ja der Wind so reinkommt, ist die Laufseite einfach überall zu steil zum Landen und der Gipfel ist einfach überall ein bisschen gegen rechts geneigt. Von dem her landet man einfach per se ein Mühe im Lee. Wenn man jetzt genug Höhe hat und sauber oben drauf kann landen, ist eine halbwegs saubere Landung sicher machbar, aber es ist wahrscheinlich einer der schwierigeren Berge. Gut, ich glaube, jetzt hätten wir es langsam mal. Und habt es gemerkt, das war jetzt ein Gleitschirm-Video, das ihr mit keiner Sekunde am Gleitschirmfliegen habt gesehen. Also abgesehen von den Rückblicken und dem Zeug. Aber es hat halt gleich relativ viel zu erzählen gegeben. Und so kann ich jetzt beim nächsten Video einfach direkt mit dem Fliegen anfangen. Ich hoffe, ihr habt es okay so gefunden. Beim nächsten Video seht ihr mich garantiert wieder mehr in Luft. Das tue ich euch übrigens hier verlinken, sobald es draussen ist. Und hier oben tue ich euch noch eine Playlist rein mit allen Videos von diesem Abenteuer. Also, das wär's für das Mal. Habt's noch gut und bis bald in Luft. Ciao zusammen.